Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich heiße Elena Büchel und hier beginnen Bilder oft wie kleine Abenteuer. Ich male intuitiv, ohne einen festen Plan zu haben, ohne zu wissen, wohin mich der Prozess führen wird. Heute haben mich warme Farben gerufen, fließende Linien, erste Spuren auf einer noch leeren Leinwand entstehen mit Kreiden. Das sind Pastellkreiden. So entsteht Schritt für Schritt ein Bild, das sich erst während des Malens zeigt. Es ist ein Weg voller Entscheidungen, Überraschungen und leiser Momente. Bleibe gerne eine Weile hier, schau mir beim Entstehen zu und lass dich vielleicht selbst inspirieren, diese freie und intuitive Art zu malen auszuprobieren. Ich arbeite mit Impulsen. Das bedeutet, dass viele Entscheidungen ganz spontan entstehen, aus dem Moment heraus. Gibt keinen Plan oder eine Vorskizze. Diesmal griff ich plötzlich zu meiner Wasserflasche, besprühte die Leinwand und begann, die Pastellspuren mit der Hand zu verwischen. Nicht einmal die Handschuhe habe ich angezogen, weil ich völlig im Flow war und einfach nicht daran gedacht habe. Genau das liebe ich an dieser Art zu malen. Man taucht so tief in den kreativen Prozess ein, dass Zeit und Gedanken langsam verschwinden. Die Welt außen wird leise und übrig bleibt nur dieser eine Moment. Die Bewegung, die Farbe, das Gefühl und dieser wundervolle kreative Fluss, der einen trägt. Jetzt arbeite ich mit Acrylmedium, um die Oberfläche zu versiegern und die Farbspuren weiter miteinander zu verbinden und zu verteilen. Dadurch entstehen weichere Übergänge, mehr Tiefe und langsam auch mehr Intensität im Bild. In diesem Moment beginnt sich alles miteinander zu verweben. Die ersten Spuren reagieren aufeinander, Formen tauchen auf und verschwinden wieder. Und dann kommt der Punkt, an dem ich das Bild erst einmal ruhen lasse. Das ist der zweite Tag meiner Arbeit. Wenn ich ins Atelier komme, betrachte ich mein Bild zuerst in Ruhe. Dann greife ich wieder ganz spontan zu den Farben, die mich in diesem Moment ansprechen. Ich beginne die Formen herauszuholen, die am Tag davor entstanden sind. Für mich bedeutet das, ich gehe tiefer. Ich versuche zu erkennen, welche Botschaft, welche Geschichte dieses Bild mitgebracht hat. Es ist schon etwas darin verborgen und meine Aufgabe ist jetzt, es sichtbar zu machen.
Damit ich mich nicht zu früh auf ein Motiv festlege, drehe und wende ich mein Bild immer wieder. Ich betrachte es aus verschiedenen Perspektiven und arbeite dann aus dieser neuen Sicht weiter. So halte ich den Prozess offen. Denn sobald man zu schnell entscheidet, beginnt man oft nur noch das umzusetzen, was man bereits kennt oder erwartet. Ich versuche stattdessen, länger im Entdecken zu bleiben. Erst irgendwann kommt der Moment, in dem sich das Bild langsam festlegt. Das ist der Moment, in dem ich ganz eindeutig etwas sehe. Und genau hier beginnt auch meine Entscheidung. Aber jetzt verändert sich der Prozess. Aus Spuren, Flächen und offenen Möglichkeiten entsteht langsam etwas Konkretes. Und du wirst jetzt Stück für Stück miterleben, was sich dort zeigt und wie dieses Bild beginnt, seine eigene Geschichte sichtbar zu machen. Der dritte Tag meiner Arbeit. Es ist mittlerweile fast schon ein Ritual geworden, ins Atelier zu kommen, das Bild auf mich wirken zu lassen und erst einmal schauen, was mir entgegenkommt. Obwohl ich inzwischen die Formen erkenne, kenne ich die Geschichte dahinter noch nicht. Aber ich spüre, dass eine Erzählung langsam beginnt. Und genau in diesem Moment löse ich mich wieder davon, drehe das Bild weiter und betrachte alles aus einer neuen Perspektive, mal wieder. Und plötzlich entdecke ich etwas völlig anderes. Ich sehe eine Person, die auf dem Bauch liegt, als würde sie etwas in den Händen halten. Doch noch bleibt alles rätselhaft. Die Geschichte ist noch nicht klar, deshalb arbeite ich erst einmal offen weiter, ohne mich festzulegen. Und dann entdecke ich da etwas. Ich glaube, es ist eine junge Frau, vielleicht eine Tänzerin oder eine Ballerina. Sie war auf einmal da, einfach so wie aus dem Nichts. Zauberhaft. Und ich drehe mein Bild nochmal. Hier gab es ja von Anfang an diese blauen Stellen auf der rechten Seite, die sofort etwas in mir ausgelöst haben. Und dann erkannte ich hier eine Schlange und dann hatte ich den Impuls, ihr mehr Form zu geben, mehr Körper, mehr Präsenz. Also begann ich dieses Blau weiterzuführen und die Bewegung der Schlange Stück für Stück sichtbar zu machen. Und dann war sie da, sehr präsent, fast zu präsent. Ich drehte das Bild
hin und her und spürte, dass ich ihr zu viel Raum gegeben habe. Also nahm ich sie wieder zurück, reduzierte sie auf die Spur, aus der sie entstanden war. Und dann veränderte sich etwas im Bild und auch in mir, als ob ich ihr die Macht genommen hätte. Und vielleicht ist genau das die Botschaft, die dieses Bild mitgebracht hat, dass Gefühle, Ängste, Konflikte oder innere Stimmen plötzlich sehr präsent werden können und viel Raum einnehmen können. Und deshalb liegt darin etwas Wichtiges, dass wir lernen, etwas wahrzunehmen, ohne ihm automatisch die ganze Macht zu überlassen. Ihr Lieben, ich muss diesen Farbexperiment mit euch teilen. Schaut euch das an. Ich habe hier zu viel Orange genommen. Das springt so richtig ins Auge. Und bevor ich das wieder wegmache, wollte ich euch zeigen, was ich mache, um zu testen, wie die Farbe wirkt. Das ist mir persönlich hier zu viel und deswegen werde ich das wieder zurücknehmen. Das ist der 5. Tag meiner Arbeit. Ich komme rein und betrachte mein Bild mal wieder und bin eigentlich fertig, denke ich, aber im unteren Bereich fehlt mir noch der Abschluss. Etwas, was alles miteinander verbindet und das Ganze trägt. Und genau diesem Bereich werde ich mich jetzt widmen. Das ist jetzt das Bild, ich bin fertig und bin unglaublich gespannt, was ihr darin entdeckt habt, was ihr gesehen oder empfunden habt, während dieses Bild entstanden ist. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ich nehme mir Zeit, sie zu lesen und darauf zu antworten. Und wenn dich solche Prozesse berühren, dieses intuitive Arbeiten, dieses Entdecken, dieses tiefe Eintauchen in die eigene Kreativität, dann habe ich dieses Jahr noch 2 Möglichkeiten, mit mir gemeinsam in die Tiefe zu gehen. Im September findet wieder mein Retreat in Griechenland statt. Es ist fast ausverkauft, nur die wenigen Plätze sind noch frei. Und im Sommer beginnt mein Online-Training über 5 Sonntage
online, indem wir gemeinsam mit der Mima-Methode arbeiten, mit Meditation, intuitivem Malen und kreativer Prozessarbeit. Dabei geht es nicht darum, perfekte Bilder zu malen, sondern darum, dir selbst näher zu kommen, Blockaden zu verstehen, deinem Ausdruck mehr zu vertrauen und kreatives Selbstvertrauen aufzubauen. Alle Informationen findest du unten in der Beschreibung dieses Videos. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Zeit, kreative Zeit, bis wir uns ganz bald hier in diesem Atelier wiedersehen.